Farbe richtig verstehen. In diesem Video erfährst du, warum Farbtemperatur so wichtig ist und warum deine Bilder bisher häufig matschig wirken. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Michael Sachsen. Auf diesem Kanal zeige ich dir, dass Malerei gar nicht so schwer ist, wie es oft viele behaupten. Schön, dass du da bist. Farben haben nicht nur Eigenschaften wie Farbton, Helligkeit oder Sättigung. Sie haben Charakter. Einen Charakter, der fest in ihnen verankert ist. Ihre Temperatur. Anhand meines Drei-Farben-Prinzips bringe ich jetzt endlich Klarheit in dieses Thema. Los geht's! Wir haben hier praktisch zwei Familien. Innerhalb der drei Grundfarben, Rot, Blau und Gelb, einmal die kühle und die warme Farbfamilie oder Farbtemperaturenfamilie. Ich fange jetzt hier aber mit den warmen Tönen mal zuerst an. Schau mal. Das ist ein schönes warmes Rot. Zinnober oder Cadmiumrot. Das sind jetzt die Farben, die warmen Farbfamilien. Ne? Wir sind jetzt in der warmen Farbfamilie der drei Grundtöne, Rot, Blau und Gelb. Hier haben wir auch ein wunderschönes warmes Blau. Warm, weil es eben hier schon einen Gelbstich hat, einen Gelbanteil hat. Genauso auch wie in diesem Rot. Das wirst du dann auch gleich nochmal sehen, wenn ich dann das Kühle dann daneben gleich lege. Aber das ist alles schon mal so ein bisschen, ich sag mal, gelbstichig. Also warm, eher warm. Und jetzt hier noch ein schönes warmes Gelb dazu. Das ist auch, gelbstichig kann das ja nicht mehr sein, aber es ist halt in dem Fall rotstichig. Das ist ganz wichtig bei den Mischungen und dazu komme ich gleich. Und jetzt können wir das hier, ich habe auch jetzt bewusst einen richtig schönen weichen Pinsel genommen, der man das hier wunderbar schön mischen kann. Rot und Blau gibt ja bekanntlich ein Violett. Aber jetzt schau mal, was das hier für eine Farbe wird. Eine höchst interessante Farbe. Sag mir mal in den Kommentaren, ob du jetzt hier so eher ein Braun erwartet hättest. So, und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Wenn wir, das Gelb ist auch ein bisschen trocken. Das muss ich einfach nur mal ein bisschen hier ein bisschen auffrischen, oder damit sich die Farben wieder gut mischen. Ein kleiner Insider-Tipp für Aquarellisten. Muss schon ein bisschen schauen, dass die Feuchtigkeit in etwa gleich ist. Nicht, dass, wenn da zu viel Wasser ist, dann schießt das alles ins Blau und verdrängt das Blau und umgekehrt. Also muss ein bisschen gleichmäßig sein, das Ganze, dass sich das auch vernünftig miteinander mischt und nicht das eine das andere verdrängt. Es sei denn, du möchtest das natürlich in deinem Bild, dann ist das natürlich, dann kannst du das im Umkehrschluss unbedingt verwenden. Das ist ein ganz interessanter Effekt. So, ich muss mal das Gelb oben noch mal ein bisschen auffrischen. Oder auffrischen, ich sage es mal auffrischen, ein bisschen nässen, dass sich das eben wunderbar mischt hier. Da ist das Rot schon ein bisschen, das muss ich mal ein bisschen wegnehmen. So, das ist der Vorteil von einem relativ guten Papier. Du kannst schon noch ein bisschen korrigieren hier und da beim Aquarell. Wenn du ein bisschen minderwertiges Papier verwendest, dann geht das halt weniger, dann machst du das Papier kaputt. Schau mal. So, und jetzt kann man hier das hier wunderbar schön mischen wieder.
ich helfe hier ein bisschen nach. Hier fließt schön, weil das war alles in allem ein bisschen nasser als hier oben. Aber das macht nichts. Das ist wirklich jetzt, man sieht das, glaube ich, schon sehr schön. Hier in der Mitte ist natürlich alles frei. Wenn ich jetzt in der Mitte nochmal alle Farben zusammen mir hole, dann, ich hoffe, dass mir das auch gelingt, dann sollte das nämlich, da ist ein bisschen zu viel Gelb drin, das siehst du schon, dann sollte das ein Grau geben. Weil alle drei, ich sag mal, Grundfarben zusammen ergeben eben, ergeben eben, ergeben eben ein Grau oder ein, je nach Sättigung, also wie wenig Wasser jetzt hier in der Farbe ist, dann eben ein Schwarz. So, ich glaube, dass man das ganz gut sehen kann. Das sind jetzt hier die warmen Farben. Und jetzt kommen wir zur kühlen Familie. Da verwende ich gerne ein Karmesin-Krablack. Übrigens, zum Verständnis, die drei Grundfarben werden oft mit Cyan, Blau, mit Magenta und mit Gelb betitelt. Aber ich habe hier meine Farbenpaare oder meine Farben hier gewählt, weil mir das für ich sag mal, für meinen Ausdruck oder für meinen Geschmack, ne, die einen nehmen halt dann vielleicht eher Cayennepfeffer, weil sie den schwarzen Pfeffergeschmack nicht mögen, ne? Aber Farbe ist, ich sag mal, grundsätzlich malen ist so ein bisschen wie deine eigene Handschrift finden, ne? Und entwickeln. Ne? Und für mich sind das Farben, die halt bestens passen. Also das ist einmal Krablack hier, Karmesin-Krablack. Dann habe ich das natürlich traditionelle Ultramarinblau. Da gibt es verschiedene, da gibt es einmal Ultramarin, dunkel, mittel und hell, genauso auch wie bei dem Zinnoberrot. Oder da musst du mal schauen, was dir am besten passt. Versuch's einfach mal aus. Ne? Und schau mal, siehst du, jetzt kann man hier schon ganz gut den Unterschied sehen, finde ich. Einmal die warme, das ist alles gelbstichiger hier, das Blau und das Rot hier, und das Gelb ist in dem Fall hier rotstichig. Hier ist das Rot schon blaustichig hier, und das Blau ist dann eher schon wieder rotstichig, ne? Und das Gelb ist blaustichig. So, und jetzt muss ich das wieder ein bisschen angleichen, damit das schön miteinander ineinander fließt. Normalerweise ist das jetzt nicht so toll, beim Aquarell jetzt hier nochmal drüber zu gehen. Aber bei dem Papier ist das verzeihlich. Das macht ziemlich viel mit. Wenn du das natürlich immer machst hier beim Aquarell, jetzt ist jetzt ein spezieller Insider-Aquarelltipp, immer auf dem Papier hin und her, dann machst du irgendwann mal das Papier kaputt, die Oberfläche. Aber in dem Fall geht das. So, dann mischen wir uns mal hier das hier. Und jetzt, glaube ich, sieht man das? Sieht man das? Sag mir doch mal in den Kommentaren, wie das hier passt, wie das bei euch oder wie das bei dir, ich meine, wie das so rüberkommt, ob du das tatsächlich gut sehen kannst, alles. Und jetzt kommt das erwartete schöne Lila hier, das wir ja eigentlich hier schon erwartet hätten. Ne? So, ich glaube, bei dem Blau und dem Gelb geht das. Ich werde das hier einfach hier nochmal schön zusammenmischen und laufen lassen. Und jetzt kommen wir hier schon zu diesem Thema. Du kannst hier verschiedene Grüntöne mischen, denn, und das ist wirklich das Thema, das ist die Quintessenz von Farbtemperaturen. Und das ist wirklich das Hauptthema. In diesem Blau ist schon ein Gelbanteil, und in diesem Blau und in diesem Gelb ist schon ein Blauanteil. Ach, was erzähle ich für einen Unfug? Entschuldigung. In diesem Blau ist ein Gelbanteil und in diesem Gelb ist ein Rotanteil. Das bedeutet, in diesem Gelb ist bereits ein kleiner Komplementäranteil enthalten, welches
ein wirklich nicht ganz klares Gelb, ein nicht ganz klares Grün ergibt. So, ich mache mal aber hier weiter, dann komme ich mit der Erklärung. Weil sonst komme ich hier durcheinander. Das hilft dir nicht und mir auch nicht. So, hier mischen wir das wieder schön miteinander. Und dann werde ich das mal ein bisschen auftüdeln und erklären, damit wir da hier wirklich das verstehen. Weil sind ganz wichtige Themen, finde ich zumindest. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob das auch ein Thema ist für dich, ob dich das grundsätzlich interessiert. Ne? Und wenn du schon dabei bist, wenn du weitere Tipps oder hier verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne ein Abo reinhauen. Dann verpasst du nämlich nichts und bist wieder voll am Start dabei. Schau mal hier. Jetzt habe ich hier das Gelb vergessen. Das kann man hier auch mit rein tun noch. Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe. Jemand hat mal gesagt, dass ein Lila von der Wertigkeit her dunkler ist oft als ein Schwarz. Kannst du mal ausprobieren. Schwarz wird meistens in fertigen Sets gekauft, mitgeliefert. Also ich benutze kaum Schwarz als solches. Was ich aber benutze, ist neutrale Tinte. Gerade jetzt hier beim Aquarell. Wenn das ein Thema ist, Mensch, dann lass mich das doch bitte wissen und schreib mir das mal in den Kommentaren hier mit rein. So, und jetzt kommen wir zur Analyse. Und dazu mache ich jetzt aber noch etwas. Und zwar, das habe ich jetzt hier noch nicht, aber das macht nichts. Und zwar mache ich das jetzt einfach hier anhand von dem Grün. Genau. Wir haben jetzt hier praktisch vorher noch ganz kurz zur Erklärung. In diesem Blau haben wir ja schon gesagt, dass da ein kleiner Gelbanteil ist. Ne? Und in diesem Gelb haben wir festgestellt, dass hier ein kleiner Rotanteil ist. Das bedeutet, dass das ja Gelb und Blau ist ja eher grünlich. Ja? Wenn du Gelb und Blau mischt, dann kriegst du ein Grün. Das haben wir ja hier. Dadurch aber, dass jetzt ein kleiner Rotanteil in diesem Gelb wird, kann das kein klares Grün werden, weil eine Komplementärfarbe immer die beiden Sekundärfarben praktisch, die beiden gegenüberliegenden Sekundärfarben bricht. So kannst du gebrochene Farben herstellen. Oder eben dann, je nachdem, wie viel du von dieser Mischung nimmst, ein Schwarz oder Grau. Also du hast hier ein Gelb, ein Blau und ein Rot. Und dadurch hast du natürlich jetzt die Komplementären mit dabei. Wenn wir jetzt, und hier haben wir ein kühles Blau, da ist ein kleiner Rotanteil. Du hast aber hier von dem Gelb einen kleinen Blauanteil. Also überwiegt hier der Blauanteil, der aber trotzdem von diesem kühlen Rot trotzdem ein bisschen gebremst wird. Jetzt, was passiert, wenn wir, ich fange mal wieder an, lass mich mal mit dem kühlen Blau anfangen. Jetzt haben wir hier wirklich ein schönes, kühles Blau. Das ist das Ultramarin. Da ist ein Rotanteil dabei. Ne? Da ist ja ein bisschen, das Blau ist ja richtig, ist ja so ein bisschen, deswegen wird das hier auch, mischt sich das mit diesem Blauanteil von diesem Rot so gut. Das ergibt eben dieses schöne Violett. Jetzt haben wir hier einen kleinen Rotanteil. Also was bietet sich an? Genau, das Gelb auch mit dem Rotanteil. Und das nehmen wir jetzt hier gleich her. Das ist jetzt hier das warme Gelb. Ne? Jetzt haben wir hier praktisch einen Rotanteil und hier haben wir einen Rotanteil. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich mache das hier unten mal. Da hast du hier dieses Blau, dieses Grün. Und jetzt machen wir das nochmal hier mit den warmen. Aus der warmen Familie. Da haben wir nochmal dieses schöne, ich finde das ein wunderschönes Blau. Ach Mensch, schau dir das mal an. Das ist ein bisschen gelbstichig. Das kannst du gut für Himmel
verwenden. Natürlich nicht so stark. Ne? Himmel sind so blau, wirklich nur, ich sag mal, auf den Fotos, weil das wird ja alles nochmal nachbereitet. Also, aber das ist wieder ein anderes Thema, Beobachtung. Ne? Und wenn wir dann im Freien malen, so, da ist ja hier schon ein Gelbanteil in dem Blau. Jetzt würde sich natürlich hier anbieten, auch umgekehrt ein Gelb mit einem Blauanteil. Und, das ist richtig, genau, das ist das Kalte. Aus der kalten Familie das kalte Gelb. Oh, da fröstelt es mich gleich, wenn ich das anschaue. Und man sieht auch schon, dass da, ich habe den Pinsel schon ausgewaschen. Also das ist hier nicht, dass du meinst, dass da noch ein bisschen Blaupigment ist von diesen, das ist tatsächlich blaustichig. Das ist so ein Zitronengelb. Ne? Schau mal, das ist natürlich jetzt hier schon blaustichig und das ist gelbstichig. Und wenn ich das jetzt hier wieder schön miteinander vermische, aha, siehst du den Unterschied? Sag mir doch mal in den Kommentaren, was der Unterschied ist. Aha, schau mal. Und das ist wirklich die Quintessenz von Farbtemperaturen. Hier entfällt der Komplementäranteil. Deswegen kriegst du hier ein klares Grün. Hier ist der Komplementäranteil enthalten. Und zwar also nicht zu knapp. Wir haben ein bisschen Rot im Blau und wir haben ein bisschen Rot im Gelb. Also wird das, wenn du das mal ansiehst, dann ist das eher schon so ein Saftgrün. Ne? Das kannst du zum Beispiel, ich mache das jetzt einfach mal, wenn wir schon dabei sind. Schau mal, ich habe hier ein Ocker. Ocker ist ja letztlich ein Gelb, ein Rot und jede Menge Weiß. Wenn ich jetzt hier noch, was nehmen wir denn? Was würden wir jetzt nehmen? Da ist ja schon Rot drin. Also würde ich jetzt eher, ich würde mal eher zum Kühlen. Das ist zu viel. Da muss man schauen. Das Ocker ist natürlich so eher transparent, ein bisschen, ne? Und das, aber schau mal, was wir hier jetzt für Farben bekommen. Erstmal ist es schon, warte mal, ein bisschen mehr Blau fehlt. Und dann haben wir hier schon ein grünstichiges, haben wir hier schon praktisch das, was wir hier haben. Denn wir haben hier ein Rot, ein Gelb, das ist das Ocker, und ein Blau. Wenn wir jetzt wirklich uns mal ein Ocker mischen wollten, das mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme hier ein warmes Rot. Ich nehme hier ein warmes Blau. Und ich nehme hier noch ein warmes Gelb. Jetzt ist das Gelb natürlich ein bisschen zu viel. Noch ein bisschen Blau dazu, dann wird es grün. Und jetzt brechen wir das Grün wieder mit dem Rot. Schau mal, was wir hier für Farben haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gelbstichig, das Ocker. Das kannst du ein bisschen rötlich in die Richtung, nach Rot schieben. Oder du machst es ein bisschen mehr blau. Jetzt weißt du, warum für mich das Drei-Farben-Prinzip so enorm wichtig ist. Ich zeige dir hier Prinzipien, die du aber nicht starr anwenden musst. Sie dienen der Orientierung auf deinem Weg. Wie kann ich dich beim Navigieren auf deiner künstlerischen Reise am besten unterstützen? Schreibe es mir unbedingt in den Kommentaren. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video.